Herzlich willkommen auf der Flussschiffer Kirche, dem Ort hier im Hamburger Hafen, im Herzen Hamburgs, von dem die Weihnachtsbotschaft für all die kommt, die sich heute hier eingeklickt haben. Die Flussschiffer Kirche, ein wunderbarer Ort, weil sie nämlich aufgehängt ist zwischen Himmel und Erde, auf den Wassern dieser Elbe. Und weil sie zugleich beides ist, nämlich sehr feierlich und festlich, aber auch ganz profan und alltäglich. Man spürt, hier haben mal Menschen gearbeitet, das war mal ein Frachtschiff, in dem Korn und Kohle transportiert wurden. Man riecht die Luft der Arbeitswelt des Hamburger Hafens. Alltag und Weihnachten und Wunder, das denken wir oft nicht zusammen, sondern im Gegenteil. Wo wir im Alltag sind, da ist Trott, da ist Langeweile, dem wollen wir entfliehen. Aber in Wahrheit, wenn wir es bedenken, ist der Alltag etwas ganz Wunderbares. Und das wissen alle die, als erstes, die rausfallen aus diesem Alltag. Menschen ohne Wohnung, Obdachlose, Menschen, die einen Lieben verloren haben und die sagen, wäre er doch wieder da. Ich möchte den Alltag mit ihm teilen, das Frühstück. Vielleicht sogar streiten, wäre er nur bloß wieder da. Die Menschen in Fukushima denken wir in dieses Jahr. Was sehnen sie sich nach der Langeweile des Alltags, nach diesen Zerstörungen ihres Landes? Nebenan haben wir das Miniatur-Wunderland. Dort werden uns Wunder versprochen. Wir treten ein, was wir finden, ist Alltag. Flugzeuge, die starten, Züge, die fahren, Autos, Menschen, die sich auf Wiesen tummeln, Fußballstadien. Es ist Alltag und doch wundern wir uns. Und das weist darauf hin, wie die Weihnachtsgeschichte. Im Alltag steckt das Wunder. Die Weihnachtsgeschichte überzeichnet das etwas und macht es literarisch klug. Sie spielt Engel ein, die einfliegen und Licht machen und singen. Sie lässt Hirten ziehen, sie holt sogar Könige herbei. Aber das Ganze ist nicht dafür da, um den Alltag aufzuheben, sondern um ihn zu stärken. Um das Wunder mitten im Alltag deutlich zu machen, in der Geburt des Kindes. Dort im Kind, dort liegt das Wunder, im Alltag. Dafür feiern wir Weihnachten, um uns daran zu bestärken. Und das wünsche ich uns allen, das wünsche ich Ihnen, dass Sie eine gesegnete Weihnacht haben und dass Sie mit dem Wunder der Weihnacht gestärkt gehen in den Alltag hinein und dass wir niemals aufhören zu staunen und zu wundern und den Frieden dieser Weihnacht mit uns in den Alltag, in unsere Welt zu nehmen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.